wir fahren schneller. Wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller. Unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, spiegelglatt. Erik Nie, 1973 in Erfurt geboren, hatte es mit dem Tod. Das allerdings hatte gedauert. Noch mit Mitte 20 stolzierte Erik breitschultrig und breitbeinig durch die thüringische Provinz, gewiss alle Zeit der Welt vor sich zu haben. Er war 10 Jahre jünger als Brad Pitt und das würde er sein Leben lang bleiben. Alle meinten es gut mit Erik. Die Frauen, die aufgrund seiner zahlreichen Affären nur umso mehr Interesse an ihm zeigten, die Kumpels, mit denen er am Wochenende Drogen einwarf und den Kosmos neu erfand, und die Kunden, die ihm für ein paar schnell geschossene Fotos ein komfortables Leben finanzierten. So hätte es immer weitergehen können, wenn nicht kurz hintereinander 2 Ereignisse Erik mit seiner Endlichkeit konfrontiert hätten. Erst rammte ihm ein Einbrecher ein Messer tief in den Bauch, dann ließ er sich von einem Skinhead, der ihn mit einem Laser blendete, zu einer blutigen Straßenschlacht provozieren. Von da an versuchte Erik, den Tod vor Augen in der Kunst Unsterblichkeit zu erlangen. Das klappte so halb, doch dann begegnete er Ingo Nie und die beiden trieben sich fortan gegenseitig zu immer wahnwitzigeren Projekten an. Der cargo-kultigen Gründung einer eigenen US-Armee, dem Start einer deutsch-afrikanischen Befreiungsbewegung namens Mad Germany und der Suche nach einem viele Jahrhunderte überdauernden Kunstwerk der Zukunft. Letzteres konnte für Ingo nur eines sein, das sich selbst gut verwahrte, denn den Menschen war, selbst wenn es nur um ein paar Jahrzehnte ging, nicht zu trauen. Zudem sollte das Kunstwerk sicher sehr stabil sein und der Bedeutung wegen sicher auch möglichst groß. Das Ergebnis von Ingos Überlegungen war der Pyramidenberg. Die größte Pyramide aller Zeiten, mindestens 200 Meter hoch, sollte aus einem Berg herausgeschlagen. Sein Sammler in ihr mitsamt seiner Sammlung bestattet und im Anschluss die Pyramide unter dem Abraum wieder begraben und der ursprüngliche Berg rekonstruiert werden. Die Sammler, mit denen Ingo sprach, wähnten sich bei der Vorstellung, sich in der größten Pyramide der Welt bestatten zu lassen, unangenehm exponiert, während die Vorstellung, ihre Sammlung tief zu begraben, an ihrer Hoffnung rührte, diese könnte an ihrer Stadt Unsterblichkeit erlangen. Ingo schwenkte um und bot die Arbeit Erik an. Erik sollte sich mitsamt seiner Kunst im Pyramidenberg begraben lassen. Die Demut, seine eigene Kunst in dem Kunstwerk eines anderen zu verbergen und dessen Realisation sein restliches Leben zu widmen, sollte damit belohnt werden, dass Erik in der größten Grabstätte der Welt bestattet würde. Nach kurzem Zögern willigte Erik in Ingos Geschenk ein. Nur schimmerte es den beiden bald, dass, wenn es mit dem Bau des Pyramidenbergs endlich soweit wäre, erste Menschen bereits unsterblich sein würden. Darum, Dinge zu konservieren, bräuchte man sich auch keine Sorgen mehr zu machen. Alles könnte jederzeit mit 3D-Druckern originalgetreu ersetzt werden. Aber Erik und Ingo schimmerte auch, dass der Pyramidenberg dann erst seine wahre Bestimmung gefunden haben würde, als Denkmal eines bereits historischen Strebens nach Unsterblichkeit. Niemand hatte dieses Streben so sehr radikalisiert und brutalisiert wie der weiße Mann. Darum wäre der Pyramidenberg nicht nur Grab des weißen Mannes Erik, sondern Grab des weißen Mannes schlechthin. Wie es der Zufall wollte, lag der 2012 von Erik für den Bau des Pyramidenbergs auserkorene Klein-Gleichberg in den südlichen Ausläufern Deutsch-Südosts. Erik wohnte mit seiner Familie in Erfurt und konnte bequem pendeln. Die Frage war nur noch, wie es mit dem Bau klappen sollte. Der kleine Gleichberg stand, wie praktisch jeder Berg in Deutschland, unter Naturschutz und dazu wegen Steinsburg genannter Reste keltischer Siedlungsanlagen auch noch unter Denkmalschutz. Am 8. Mai 2017 hatte Erik den kleinen Gleichberg nichtsdestotrotz zu seinem Besitz erklärt, auf dem Gipfel eine mannshohe Pyramide aus herumliegenden Steinen errichtet und seine Fahne, ein gleichförmiges schwarzes Dreieck auf weißem Grund, geschwenkt. Kurze Zeit später wurde die Pyramide von dem 1925 von Naturkundlern und Archäologen gegründeten Verein Gemeinde der Steinsburg-Freunde wieder abgebaut.
Fortan wiederholte sich das Prozedere jährlich von neuem. Am 8. Mai stieg Erik mit wechselnden Gefährten auf den kleinen Gleichberg, errichtete die Steinpyramide und der Verein baute sie wieder ab. Erik lebte den Mythos des Sisyphos im Kleinen. Mit ein paar Steinen aber wollte ihn doch im Großen mit dem ganzen Berg. Wie konnte das gelingen? Erik träumte von Heerscharen freiwilliger Helfer, die die Pyramide in Handarbeit über Nacht freilegten. Mit Waldboden und Sträuchern mochte das gelingen, doch nicht mit Bäumen und Fels. Oder von einem reichen Sammler, der einfach einen passenden Berg kaufte und Fakten schuf, die so beeindruckend wären. Die größte Pyramide der Welt aus einem Guss, dass man es mit den Protesten bald gut sein ließe. Doch das Grab des Weißen Mannes besaß zu diesem Zeitpunkt so wenig Evidenz wie Erik als weltbedeutender Künstler. Also musste man eben schon mal so tun, als ob am kleinen Gleichberg der Weiße Mann bereits überwunden und seine Bestattung vollzogen war. Erik engagierte ein paar Helfer, die das ganze Jahr über weißhäutige Wanderer höflich baten, den Berg nur mit einer Maske zu betreten. Es bestand die Möglichkeit, selbst vor Ort eine Maske zu gestalten oder eine der von Mark Brandenburg und anderen mit dem Projekt sympathisierenden Künstlern angefertigten Masken zu tragen, die Tiere, Pflanzen, Dinge und fantastische Kreaturen darstellten. Am 8. Mai 2020 sollte das Burial of the White Man auf dem kleinen Gleichberg mit einem großen Kostüm- und Maskenball gefeiert werden, so als sei der Pyramidenberg längst Realität. Man rechnete damit, dass die Identitären versuchen würden, die Feier zu sabotieren, indem sie sich mit Stereotypen, Blackface oder mit Masken stereotyp dargestellter Juden und Araber unter die Menge mischten und wollte sie in der Menge untergehen lassen. SARS-CoV-2 jedoch stellte das Fest unter einen neuen Stern. Mitten in einer vor allem älterer weißer Männer tötenden Epidemie ein Burial of White Men zu feiern, wirkte makaber. Zumal während des Festes mit neuen Ansteckungen zu rechnen war. Nur nachweislich Immunisierte zur Feier zuzulassen, wäre diskriminierend und auch gar nicht zu bewerkstelligen gewesen. Erik und Ingo sagten deshalb die Feier ab, um kurz darauf zu erfahren, dass sie von radikalen Umweltaktivisten weiterhin annonciert wurde. Lamas und Chaser seien eingeladen, das christliche Abendmahl zu verhöhnen und die Ära des Weißen Mannes zu beenden, indem man sich in einem großen Infektionsreigen reihum in den Mund spuckte.